Herzlich willkommen, liebes Publikum, zu unserer Veranstaltung Die Auswirkungen von Antipersonenminen, Zivilopfer der Minenfelder, hier im Allianzforum am Pariser Platz in direkter Nachbarschaft zum Brandenburger Tor. Und wenn wir über Antipersonenminen sprechen, dann fällt uns natürlich als erstes das Engagement von Lady Diana ein. Denn sie war eine der ersten, die durch ihr Engagement für weltweite Aufmerksamkeit für dieses Thema sorgte. However, the way they are put in Karabakh by Armenians or in Ukraine by Russians, it's not a conventional warfare. They are on purpose hidden in civilian land, in civilian places, in such innocent things like kids' toys. Cemeteries where people will come, see pile of garbage on the graves of their ancestors, on the graves of their family, will try to clean them. Mines will be hidden in this garbage. They're hidden in water, in lakes, everywhere where civilians, non-combatants, will walk in their normal life. So practically, by placing mines like that, Russia and Armenia committing war crime, committing acts of genocide, and committing terror attacks, because the whole point of this is to scare people away from their own land, from their homes, to make this land not just uncomfortable, deadly for them. And that's their own land. Vielleicht können Sie uns noch mal erzählen, von welchen Verletzungen. Bei einem normalen Verkehrsunfall kommt es mehr zu einer Quetschung und eine Explosionsverletzung, macht eine direkte Gewebezerreißung, aber auch indirekten Gewebeschaden durch die Druckwelle, die dabei entsteht. Durch Einsprengung von Fremdkörpern, Umwelteinflüsse, Dreck, Erde, Steine, Sonstiges. Und das macht die Wundbehandlung deutlich schwieriger als bei einem, reinen Verkehrsunfall, wo es zu einer isolierten Quetschverletzung gekommen ist. Seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine sehen wir sehr stark natürlich den Anstieg an Versehrten und Verletzten und den großen Bedarf an Prothesen und Versorgung. Das Problem tatsächlich vor Ort ist, dass wir relativ wenig Experten haben. Also die Infrastruktur in der Ukraine war sehr, sehr gut für das Vorkriegsniveau. Seit Ausbruch des Krieges fehlt es uns aber an Experten und Technikern. Wir selber als Unternehmen Otto Bock haben keine Techniker vor Ort, sondern arbeiten eng mit Experten dort zusammen. Und um diese Lücke so gut wie möglich zu füllen, sind wir im Moment vor allem damit beschäftigt, Ausbildung und Weiterbildung anzubieten und Experten für die Versorgung vor Ort auszubilden. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie heute da waren und lade Sie ein, jetzt gleich noch zusammenzukommen, sich zu vernetzen und auszutauschen. Vielen lieben Dank.